Hallo und herzlich willkommen zu meinem C++-Kurs für die Unreal Engine 5. Bevor wir jetzt tiefer in die Programmierung einsteigen, möchte ich noch einmal die Klassen und Vererbungen von C++ dir etwas näher bringen und dazu werden wir uns das Ganze jetzt erst einmal anschauen. Wir beginnen mit der UObject-Klasse, das ist die Klasse, von der alle weiteren abgeleitet werden. Diese speichert Daten und kann nicht in einem Level platziert werden. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte Generic-Klasse. So, als nächstes kommt die AActor-Klasse. Diese kann eine visuelle Darstellung haben und kann natürlich auch in einem Level platziert werden. So, gefolgt von der APAN-Klasse, die von einem Controller possessed oder beziehungsweise besessen werden kann. Und dann kommt noch die ACharacter-Class, die ein sogenanntes Character Movement hat, also eine Komponente und charakterspezifische Funktionalitäten bietet. Vom UObject werden unter anderem UStaticMesh, UScene-Komponent abgeleitet, vom AActor, AController und AHUD und von der Pan-Klasse zum Beispiel der AWheeled, Vehicle Pan und vom AirCharacter ein Paper-to-A-Paper-Character. Den Klassenaufbau in C++ kann man wie folgt beschreiben. Zum einen haben wir die sogenannte Parent Class, die Elternklasse, die ihre eigenen Variablen und Funktionen beinhaltet. So, davon abgeleitet wird dann eine Kinderklasse, eine Child Class, die die Variablen und Funktionen der Elternklasse übernimmt, also von der Parent Class, und zusätzlich noch Child-Variablen und Child-Funktionen haben kann. So, an dieser Stelle, wenn die Funktionen in der Parent Class als virtual deklariert sind, dann ist die Child-Klasse in der Lage, einen sogenannten Override durchzuführen. Das heißt, es kann die Funktion der Parent-Klasse überschreiben oder wahlweise auch die Originalfunktion der Parent-Klasse aufrufen. Zusammengefasst, wir haben eine Parent-Klasse und davon abgeleitet eine Child-Klasse, die wiederum eine Child-Klasse haben kann. Dann wäre die erste Child-Klasse sozusagen die Parent der zweiten Child-Klasse und das Ganze dann und so weiter und so fort. Das nennt man jetzt vererbte Hierarchie oder auch Vererbungskette. So, als nächstes Beispiel, so kann es natürlich auch aussehen. Wir können direkt hier rüber ableiten, dann hier runter und dann rüber und dann wieder so und so rum. Das ist natürlich von der Verzweigung her ganz dir überlassen. So, es kann viele Child-Klassen geben, die von der Parent-Klasse abgeleitet sind. Dann als nächstes stellen wir uns eine Child-Klasse vor, die von mehreren Parent-Klassen abgeleitet worden ist. Das bedeutet, die Child-Klasse beinhaltet sämtliche Variablen und Funktionen der Parent-Klasse 1 und auch sämtliche Variablen und Funktionen der Parent-Klasse 2. So, an dieser Stelle bei der objektorientierten Programmierung handelt es sich um eine Mehrfachvererbung, wenn eine abgeleitete Klasse direkt von mehr als einer Basisklasse erbt. Zur Veranschaulichung der Zugriffsmöglichkeiten. Wir stellen uns einfach mal eine Variable vor vom Typ Pointer und zwar Pointer auf unsere Parent Class. Gut, und diese Geschichte hier, die kann jetzt als Pointer sozusagen auf jedes Objekt der Kinderklassen Child 1, 2, 3 und so weiter zugreifen. So, die Parent Class hat ihre Function, die Child Klassen haben ihre Override Functions jeweils in der eigenen Version und natürlich geht das nur, wenn die Parent Klasse eben als virtual deklariert ist, damit auch der Override in den Child Klassen möglich ist. So, an dieser Stelle möchte unser Pointer-Variable von der Parent-Klasse auf die Override-Funktion der Child-Klasse zugreifen und das ist bei sämtlichen Child-Klassen möglich und das nennt sich Polymorphismus. In der Programmierung bezeichnet Polymorphie die Fähigkeit, dass Funktionen oder Methoden in verschiedenen Objekten unterschiedlich ausgeführt werden können. Während die gleiche Nachricht, Methode oder Funktion an verschiedene Objekte gesendet wird, reagiert jedes Objekt entsprechend seiner Klasse oder seinem Typ. An dieser Stelle noch ein Gegenbeispiel zu Polymorphismus. Wir stellen uns vor, wir haben eine Pointer-Variable und zwar auf unseren Child1. Das ist unsere Child1-Class und die würde gerne zugreifen auf eine NotOverride Child3 Function. So, und an dieser Stelle können wir das nicht callen. Das ist in dem Fall nicht möglich, dass wir von hier, von der Child1 auf die Child3 Funktion
zugreifen. So, und dazu benötigen wir einen Cast und der Cast, der wird dann auf unser Assert Child erfolgen und dann können wir das Ganze callen, nämlich unsere Child3 Function. Falls der Cast failt, dann wird ein Null Pointer zurückgegeben. Und zu guter Letzt als Abschluss zu diesem Video noch etwas über Hierarchien und Abhängigkeiten. Man muss sich dieses Klassenmodells etwa so vorstellen. Wir haben hier eine Outer Class und darin befindet sich eine Inner Class und da wiederum befindet sich eine sogenannte Inner Class und so weiter und so fort. So, wenn wir das Ganze jetzt auf Unreal ummünzen möchten, dann haben wir hier unser Package, danach kommt die World, dann der Level und dann die jeweiligen Actor mit ihren eigenen Komponenten. So, dann kann man jetzt sagen, ein Package hat eine Welt hat einen Level, ein Level hat einen Actor und ein Actor hat Komponenten. Ein Komponent ist ein Subobject seines Actors. So, und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch unsere Meshes, Textures, Materials, Soundfiles, Animation, Niagara, FX und so on und die werden praktisch verschachtelt innerhalb des Packages zur Verfügung gestellt oder man könnte auch sagen, die sind eingebettet in das Paket. Bitte bezeichne diese nicht als Subobjects, also Subobjekte sind die Komponenten vom Actor, aber nicht diese hier aufgelisteten Assets. So, das war's an der Stelle. Ich hoffe, es war einigermaßen informativ und du konntest dein C++-Wissen ein wenig auffrischen, besonders in Beziehung auf die Unreal Engine. Und über ein Like oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.